Jetzt fuhren sie nach Tetschen-Bodenbach zu Erna ins Zimmer. Jetzt war die Schwierigkeit, wie sollte Gerda die vier mit ernähren? Sie hatte ja nur Lebensmittelmarken für eine Person und die hatten überhaupt keine mehr. Sie hätten sich melden können bei irgendeiner öffentlichen Stelle, aber dann wären sie verraten worden. Denn jeder, der sich der Gestapo entzog, der sich der Abholung entzog, wurde gesucht, und zwar steckbrieflich. Und jetzt hat Gerda mit diesen paar Marken eben versucht, notdürftig Lebensmittel zu besorgen und hat auch ihre Kollegen von Schwarzkopf angebettelt. Und als Herbert das hörte, hat er gesagt, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, die haben ja selber nichts zu essen. Aber vielleicht kannst du mal mit ein, zwei vertrauenswürdigen Kollegen mich verbinden, vielleicht können wir uns mal treffen, vielleicht kann ich ihnen mal eine Hilfe anbieten. Hat Gerda gemacht, sie haben sich getroffen, der Vater kommt zurück ins Hotel und sagt, ich fahre jetzt weg, ich fahre nach Prag, morgen bin ich wieder da. Greift unters Bett, holt eine Pistole raus, zeigt dem Franzl, wie sie funktioniert und sagt, du hast jetzt die Verantwortung für deine Familie, du lässt nicht zu, dass die Gestapo euch abholt. Wenn die Gestapo im Haus ist, dann erschießt du zuerst deine Mutter, dann deinen Bruder und dann dich selbst. Machst du das? Ich verlasse mich auf dich. Morgen bin ich wieder da. Und er hat ja gesagt. Aber am nächsten Tag kam der Vater nicht wieder. Und am übernächsten auch nicht. Und am dritten auch nicht. Und Lilli wurde hysterisch. Sie plötzlich ganz laut rief sie, wenn ich tot wäre, könntet ihr leben. Wenn ich nicht mehr leben würde, ging es euch gut. Und hat die Pistole in der Hand und will sich erschießen. Und er kann sich gerade noch auf sie werfen, um das zu verhindern. Und jetzt hat er seine Mutter versucht zu beruhigen. Immer so. Er hat gesagt, morgen kommt bestimmt der Papa wieder. Morgen kommt bestimmt. Und er hat auch gedacht, er hat es geschafft. Aber plötzlich springt die Mutter auf, reißt sich den kleinen Peter auf den Arm und verlässt laufend und rasend das Hotel, läuft auf die hochwassertreibende Elbe zu und er weiß sofort, was sie will und rennt hinterher her, schreit ganz laut, nein, 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 und erwischt sie an der Quaimauer. Und jetzt kämpft er mit ihr. Er hat es doch dem Vater versprochen. Und er merkt, er schafft es nicht. Die Mutter ist zu stark mit dem Sohn auf dem. Wenigstens den Bruder denkt er und jetzt kämpft er mit ihr um den Bruder. Und als er den endlich auf dem Arm hat, da hat die Mutter aufgegeben und er konnte beide zurück ins Hotel. Am nächsten Morgen geht die Tür auf und Herbert kommt rein. Da. Total zerschlagen, mit blauen Flecken und blauem Auge. Er ist gleich am ersten Tag in Prag von der Gestapo verhaftet worden und sollte sagen, wo seine Familie ist. Hat er natürlich nicht gemacht und da haben sie ihn gefoltert und dann haben sie gesagt, er hat auch immer gesagt, das bin ich nicht. Er hat immer auf den Steckbrief gezeigt, hat gesagt, das bin ich gar nicht. Ja, wer sind denn Sie, wenn Sie das nicht sind? Hat er gesagt, ich bin überhaupt kein Deutscher, ich bin Österreicher, ich bin Wiener. Und da haben die gesagt, morgen kommt unser Kollege, der ist Österreicher, der wird es ja wohl rauskriegen, ob das stimmt. Der kommt, der Kollege, stellt sich so hin und sagt, so, Sie wollen ein Werner sein? Wo haben denn Sie gewohnt? In Wien. Da hat er gesagt, in dem und dem Bezirk, in der und der Straße, Nummer 68. Da sagt der Gestapo-Mann, das kennt ihr könnt es ihn laufen lassen. Warum konnte er das so gut? Weil er auf seiner Reise eben auch nach Österreich kam und gerade der Wiener Dialekt ihm so gut gefiel, dass er den ganz schnell angenommen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt war er wieder da, 3 Tage später klopft es an die Tür und Luzi steht vor der Tür. Luzi ist die Schwester von Gerda Metz, die in Berlin ausgebombt war und gedacht hat, meine Schwester, die hat ja da ein Doppelzimmer, da kann ich doch hinkommen. Also sie klopft an die Tür geht auf, Luzi mit dem Kleinen kommt rein, aber hinter ihr ein schwarz gekleideter SS-Mann. Die kommen alle 3 rein.
Der SS-Mann guckt sich die ganzen Michalskis an, verabschiedet sich liebevoll von der Luzi und noch liebevoller von dem kleinen Kind, denn er war der illegitime Vater von dem kleinen Lutz, und ging wieder. Aber sie waren sich jetzt nicht sicher, wird er die Familie verraten oder nicht. Mehrere Tage saßen sie in Angst, aber er hat es nicht gemacht. Nee. Und jetzt ging das nicht mehr. Jetzt zu siebt da, die Nerven lagen blank, die haben sich auch unfreundlich behandelt, das ging nicht mehr gut. Herbert hat ein neues Quartier gefunden, näher die Elbe, auch wieder an der Elbe, Richtung Dresden in Herzgretschen. Und das war ein Hotel, wo auch wieder der Hotelier, so wie Genau, in diesem wieder, Hotel war, der hat auch wieder so geguckt, wie wenn die Luft wären, und sie konnten in ihr Zimmer gehen. Ja. Jetzt waren sie aber ganz allein auf sich gestellt. Wie soll man das jetzt machen mit dem Essen? Jetzt war es schon Frühjahr und das erste Grün war zu sehen. Und jetzt gingen sie also immer das sind so Bergeinschnitte dort in diesem Gebirge, das geht dann über in dieses Gebirge, das auch um Dresden ist, dieses bekannte, fällt mir jetzt im Moment nicht so ein, und haben sich da versteckt, indem sie in diesen Bergschnitt, K-A-R, sich versteckt haben. Also hörten sie eines Morgens ein seltsames Geräusch in der Luft. Das war der 8. Mai. Der Tag. Ein Geräusch, das sie nicht einordnen konnten. Das war nicht Sturm und auch nicht Gewitter, und das war ein unbekanntes Geräusch, aber ein näherkommendes, brausendes Geräusch. Und sie gucken aus ihrem Hotelfenster. Das Hotel lag direkt an der Elbe. Hier war eine Fähre, die ging auf die andere Seite. Und sahen dann plötzlich Fahrräder. Aber nicht nur ein Mensch saß drauf, sondern 2 und 3. Pferde, mehrere auf einem Pferd. Motorräder voll besetzt, Autos ganz doll besetzt. Die ließen da alles stehen und liegen, haben sich ihre Uniform, das war unsere Wehrmacht, runtergerissen. Die waren auf der Flucht vor den Russen und wollten jetzt auf die andere Seite der Elbe, denn da kamen allmählich die Amerikaner näher. Genau. Und jeder wollte viel lieber in amerikanische Gefangenschaft als in russische. Aber da sie nun nicht sich nicht erkennbar machen wollten, haben sie alles abgerissen und haben alles hingewonnen. Die waren nur noch in Unterwäsche. Alle zusammen auf die Fähre. Die Fähre riss. Das Hochwasser hat die Fähre weggetrieben. Alle sind untergegangen. Und man hat nicht gesehen, dass einer von den Soldaten das andere Ufer erreicht hat. Wir nehmen aber an doch, denn die Elbe war da nicht sehr breit und die machte da eine Kurve und wahrscheinlich sind die alle irgendwo gelandet. Und die es nicht auf die Fähre geschafft haben, die sind jetzt in dieses Gebirge geflüchtet und haben sich versteckt in den Gebirgshöhlen. Ja. Die wurden aber alle erschossen. Später. Jetzt standen die Michalskis da und guckten runter auf die ganzen Haufen, die sich da gebildet hatten. Waffen, die wollte ja keiner haben. Wäre man mit einer Waffe angetroffen worden, wäre man gleich erschossen worden. Schuhe, jetzt kam auch aus der Bevölkerung, kamen die Leute näher und guckten sich an, was haben wir denn da alles. Und auch der Franzl ging runter und guckte, was man wohl gebrauchen könnte. Und da lag ein rotes Fahrrad mit weißen Reifen. Und das hatte ihm so ins Auge gestochen, dass er das genommen hat und mitgenommen hat und zu seinem Vater gesagt hat, komm mal runter, ich zeig dir mal was. Guck mal hier, das schöne Fahrrad. Sagt er, wo hast du es her? Das habe ich mir da hinten genommen. Zack, hatte er die zweite Ohrfeige seines Lebens. Denn stehlen darf man nicht. Aber, sagt der Vater, vielleicht können wir das noch gut gebrauchen. Stell es mal in das Hotel. Genau, ja. Und sie konnten es noch. Das brauchen wir noch, ja. Also jetzt haben sie abgewartet, dass unser Militär weggeflüchtet war. Und jetzt sagt der Vater, komm, wir gehen jetzt mal den Russen entgegen. Hat sich den Ausweis von der Lilli genommen mit dem J
und hat nun geguckt, kam näher die Russen, welches ist hier der Oberste, und hat den Jeep angehalten und gesagt, halt, wir sind Antifaschisten, meine Frau ist Jüdin. 2 Militärs steigen aus, schlagen den Vater mit Gewehrkolben nieder und er konnte ein Wort Polnisch und 2 Worte Russisch und fragt, warum? Haben sie gesagt, es gibt keine Antifaschisten mehr, es gibt keine Juden mehr, Hitler hat alle umgebracht und sie sind ein Spion. Ganz entsetzt und enttäuscht ging er zurück ins Hotel. Kurze Zeit später klopft es an die Tür. Ein polnisches, jüdisches Arztehepaar hatte das rausgekriegt, dass da eine jüdische Familie im Hotel ist und hat die besucht. Mit Zigaretten, mit Tabak, mit Kaffee und mit 2 großen Dosen Schweinefleisch. Gott sei Dank waren die weder fromm noch koscher, so konnten sie also dieses fette Schweinefleisch essen, gut, ja. hatten sie auch bitter nötig. Das ging eine Weile so und dann fingen sie an zu überlegen, was machen wir denn nun? Wo gehen wir denn hin? Wir wollen doch nicht nach Deutschland zurück. Ja, ja, eben. Wir werden mal versuchen, hier zu bleiben, Tschechoslowakei, wieder. Und haben einen Antrag gestellt und die haben wieder gesagt, mit derselben Begründung, es gibt keine Antifaschisten, es gibt keine Juden, wir wollen sie hier nicht haben, sie sind ein Spion. Keine Deutschen vor allen Dingen. Und dann haben sie gesagt, alle Deutschen müssen unser Land verlassen, wir wollen Genau. keine Deutschen. Genau. Jetzt haben sie nochmal einen Antrag gestellt, nochmal alles erklärt, die haben wieder Nein gesagt und jetzt hatten sie ein Datum bekommen, bis zu dem muss 31. Juni mussten sie das Land verlassen haben. Jetzt haben sie überlegt, wo gehen sie hin? Gehen wir doch mal am besten nach Görlitz. Also so immer schwächer werdend, wanderten sie jetzt auf Görlitz zu und der Peter, sie hatten inzwischen das Fahrrad so hergerichtet, weil sie Angst hatten, das tolle Fahrrad wird ihnen geklaut, haben sie die weißen Reifen abgemacht und dann erst entdeckt, dass darunter Holzfelgen waren. Es war also ziemlich mühselig und das bisschen Gepäck, was sie noch hatten, Gut, konnten sie dranhängen und der Peter konnte drauf sitzen. Aber der war inzwischen schon so schwach, der konnte nur noch getragen werden. Sie sind jetzt, kommen in Görlitz an. Sie mussten sich melden beim russischen Stadtkommandanten. Der hat gleich wieder gesagt, es gibt keine Antifaschisten, keine Juden mehr. Hitler hat alle umgebracht, sie sind ein Spion und wir wollen sie hier nicht haben. Jetzt hat er gesagt, ich kann beweisen, dass ich hier gelebt habe, dass ich hier gearbeitet habe. In der und der Straße, in der und der Nummer und da und dann so. Und da haben die gesagt, na gut, wenn es so ist, das ist ja prima, dann können Sie ja Bürgermeister von Görlitz werden. Ja. Aber dann müssen Sie in die kommunistische Partei eintreten. Leider Gottes hatte er sich geschworen, nie in seinem Leben in irgendeine Partei einzutreten und hat Nein gesagt. Dann haben die gesagt, ja, dann muss ich Sie sofort verhaften, dann sind Sie wirklich ein Spion. Und er hat gesagt, ich könnte es mir ja noch mal mit meiner Frau besprechen. Er bekam von dem russischen Stadtkommandanten eine 24 Stunden Erlaubnis, Görlitz zu verlassen, nach Tiemendorf zu gehen, zu dem Bauernhof von der Erna, weil er erzählt hat, da habe ich Sachen, die würde ich gerne holen. Also sie wanderten jetzt wieder auf der Landstraße, 12 Kilometer war das, nicht so sehr weit, und sahen nun, das Dorf war total verlassen. Von den untergestellten Dingen war nichts mehr da. Also haben sie gesagt, hier ist nichts mehr zu holen, wir gehen jetzt nach Berlin. Und warum? Warum? Die Amerikaner, die kurz vor Berlin standen, die haben verkündet, sie geben 300 Gramm Brot pro Person aus. Und das war jetzt Grund genug, sich wieder in den Flüchtlingsstrom einzugliedern und zu viert nach Berlin zu gehen. Also die haben jetzt Berlin erreicht, kommen so nachmittags, abends um kurz nach 18 Uhr in die Stadt rein, kommen an einer Polizeistation vorbei. Die Polizisten stürzen raus, nehmen alle in den Griff und ziehen sie rein
in die Polizeiwache. Warum? Weil es gerade 18 Uhr geworden war und die Alliierten haben nur gestattet, bis 18 Uhr darf die Bevölkerung auf die Straße gehen. Danach werden alle verhaftet oder erschossen. Es hingen auch, als sie da reinkamen, an den Bäumen Leichen. Die hatten hier so ein Schild, da stand Nazischwein drauf. Jetzt sind sie wieder also in Berlin und Herbert wird mit offenen Armen von Schwarzkopf empfangen. Damit schließt eigentlich die Geschichte, außer ich muss das immer noch am Ende sagen, warum wichtig, erzählen wir denn die Geschichte? Warum machen wir das überhaupt? Ja, du nicht, ich. Warum immer und immer wieder erzählen wir die Geschichte, um unsere Helden, die wir heutzutage stille Helden nennen, weil sie nie darüber gesprochen haben. Erna zum Beispiel wurde von ihrer Enkelin gefragt, aber Oma, du hast uns ja nie erzählt, dass du die Michalskis gerettet hast. Da hat sie gesagt, das war doch selbstverständlich. Also die Helfer sprachen nicht drüber und darum werden sie heute die stillen Helden genannt. Und unsere stillen Helden, fange ich mal an, das war Alfons Thienelt, der mutige Polizist, das war Erna Raak mit ihrer Familie, das war Gerda Metz, die Arbeitskollegin, das war der Marquis de Rispalditza, der Partisanenheld, das war Horst Schneider, der eine Hotelier, und Herr Hetschel, der andere Hotelier.